Und hier im Studio ist Armin Petschner-Multari, Geschäftsführer der Kampagnenagentur The Republic, und auch er beobachtet den US-Wahlkampf. Willkommen. Grüß Gott. Ja, also viele Journalisten beschreiben diesen Parteitag als ein Aufatmen, einem Aufbruch von dem Duo Harris-Walz, das durch die Reihen der Demokraten und natürlich auch der Wähler geht. Sehen Sie das auch so? Bei den Demokraten auf jeden Fall. Bei den Wählern, muss man sagen, ist die Stimmung noch nicht ganz so eindeutig. Es gibt inzwischen viele Umfragen, die Kamala Harris national zwar vorne sehen, aber in den Swing States ist sozusagen der ganz große Umschwung noch teilweise ausgeblieben. Michigan, Wisconsin gibt es Bewegung, aber in vielen anderen ist Donald Trump entweder gleich auf oder immer noch teilweise vorne. Also da muss man ein bisschen abwarten. Also das ist zum Teil Wunschdenken, ja, wenn dann geschrieben wird, jetzt ist die Sache so gut wie in der Tasche, ja? Ja, also so weit würde ich nicht gehen. Wir hatten davor halt eine absolute Ausnahmesituation, wo Joe Biden extrem schlecht performt hat, extrem weit hinten lag, Donald Trump einen extrem starken Vorsprung hatte, dann kam eine Sympathiekundgebung oder Sympathiewelle nach dem Attentat dazu. Jetzt haben wir einen normalen Zustand, 50-50, ein geteiltes Land, das entweder bei den Swing States in die eine oder die andere Richtung wählt. Deswegen, ich bin da sozusagen die große Euphorie und so. Natürlich, Kamala Harris zieht mehr, mobilisiert mehr, elektrisiert mehr. Aber in den einzelnen Regionen und dergleichen müssen wir noch ein bisschen warten. Jetzt aber erstmal ist noch die Bühne bei den Demokraten. Also Joe Biden scheint da ja zu alter Stärke zurückgefunden zu haben, wie Sie ja auch angedeutet haben. Sein Auftritt hier sehr emotional in Chicago. Schauen wir uns das noch mal an. Ich liebe unser Land und wir müssen unsere Demokratie erhalten. 2024 müsst ihr abstimmen. Ihr müsst den Senat aufrechterhalten. Ihr müsst das Repräsentantenhaus zurückgewinnen. Und am wichtigsten, ihr müsst Donald Trump schlagen. Wählt Kamala und Tim zur Präsidentin und zum Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten. Kamala zu wählen war meine allererste Entscheidung, als ich Kandidat wurde. Und es war die beste Entscheidung, die ich in meiner ganzen Karriere getroffen habe. Wir haben uns nicht nur kennengelernt, wir sind enge Freunde geworden. Sie ist tough, sie ist erfahren und sie hat enorme Integrität. Ihre Geschichte zeigt die beste aller amerikanischen Geschichten und wie viele unserer besten Präsidenten war auch sie Vizepräsidentin. Für mich und meine Familie gibt es einen Song, der uns viel bedeutet. Der Song handelt vom Besten unseres Landes. Der Song heißt American Anthem. Es gibt einen Vers, der heraussticht. Ich kann weder tanzen noch singen. Ich werde es nicht versuchen. Ich zitiere ihn nur. Die Arbeit und Gebete von Jahrtausenden hat uns ins Jetzt gebracht. Was soll unser Vermächtnis sein? Was werden unsere Kinder sagen? Sagt mir in meinem Herzen, wenn meine Tage gezählt sind: Amerika, Amerika, ich habe dir mein Bestes gegeben. Ich habe viele Fehler in meiner Karriere gemacht, aber ich habe dir mein Bestes gegeben. 50 Jahre lang, wie viele von euch, habe ich mein Herz und meine Seele in dieses Land gesteckt. Und ich bin gesegnet, das millionenfach zurückbekommen zu haben als Unterstützung der amerikanischen Bürger. Gott segne euch alle und möge Gott unsere Truppen schützen. Also mehr Pathos geht kaum, das können Sie wirklich, die Amerikaner. Armin Petschner-Multari im Studio. Ja, wie überzeugend ist das? Das wirkt ja fast so, als ob Biden jetzt erst zu seiner richtigen Rolle gefunden hätte. Ja, also das ist natürlich jetzt alles eine große Showveranstaltung. Der ganze Prozess der Amtsübergabe oder des Abtretens von Joe Biden war ja eigentlich durch Verzögerung, Hinhalten und dergleichen geprägt. Jetzt, nachdem man vor vollendeten Tatsachen steht, muss sich jeder
einreihen, muss jeder sich solidarisch zeigen. Jetzt kommt sozusagen Joe Biden zurück und gibt von ganz oben jetzt seinen Segen wieder. Aber freiwillig war das Ganze nicht. Aber für eine Inszenierung natürlich ganz groß und schön gemacht. Und das können die Amerikaner, sowohl die Republikaner als auch die Demokraten, muss man ihnen schon lassen. Das ist eine sehr große Parteitagsregie, die da veranstaltet wird. Ja, und bald geht es dann ja auch wirklich ans Eingemachte. Inhaltlich weiß man ja noch gar nicht so viel über das, was Harris und Walz eigentlich vorhaben. Also wie schätzen Sie das ein? Ist das Programm so links oder gar linksradikal, wie das Trump-Lager behauptet? Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht, weil Kamala Harris zum einen kein einziges öffentliches Interview gegeben hat, also was sehr spannend ist, seit über 23, 24 Tagen inzwischen gibt es keine öffentliche Äußerung von ihr zu programmatischen Inhalten. Es gibt auch sozusagen noch keine Democratic Platform im klassischen Sinne mit einem Wahlprogramm. Man weiß nicht viel, man kennt nur die alte Kandidatin Kamala Harris und die ist damals im großen demokratischen Feld 2020 auch noch unter dem Eindruck von Black Lives Matter und dergleichen mit einem sehr, sehr linken Programm angetreten. Ob sie das eigentlich ist, kann ich schwer einschätzen, weil sie war ja mal Prosecutor, also jemand, der eigentlich Kriminelle verfolgt und hinter Schloss und Riegel bringt. Und warum sie dann genau auf diese komische Schiene, identitätspolitische Linke, ich bin eine schwarze Frau und dergleichen geschwenkt ist, schwer einzuschätzen. Ob sie jetzt einen mittigen Kurs fährt, kann sein. Aber ob sie sich von der Altlast der alten Kandidatin Kamala Harris da lossagen kann, schwierig einzuschätzen. Das stand jetzt spannend. Ja. Aber Donald Trump geht natürlich, also Communist Kamala und so geht schon rund. Ich meine, Kommunismus und Sozialismus sind Begriffe, die werden in Amerika gerne mal durch die Gegend geschmissen. Aber ja, muss man schauen, wie das dann final rauskommt. Und wovon wird jetzt abhängen, ob sie eben in den Swing States die entscheidenden Punkte machen kann? Also welche Themen wären das? Ja, sie wird sich als Kandidatin der Mitte also sozusagen darstellen müssen und da muss sie am Ende die Wähler holen. Das sind ja jetzt auch keine besonders progressiven Staaten, die Swing States. Der Midwest, da geht es in erster Linie um irgendwelche wirtschaftlichen Fragen, Deindustrialisierung des amerikanischen Kernlandes und so. Da muss sie darauf Antworten finden. Wenn ihr das gelingt und wenn sie sagt, schaut mal, ich bin ja gar nicht die Linksradikale, sondern ich bin eigentlich Maß und Mitte, ich bin die Stimme der Vernunft, anders als Donald Trump, hat sie eine gute Chance. Bleibt wirklich sehr spannend. Wir sprechen gleich noch mal weiter. Danke für den Moment. Gerne.